ganz besonderen Gast, auf den ich ganz lange gewartet habe. Und zwar die Zürcher Köchin und Foodbloggerin Mel B. Hallo, liebe Liebe. Hallo, schön bist du da, Mel. Das ist schön, es freut mich, da zu sein. Super. Mel und ich haben uns was ganz Spezielles für euch überlegt. Und zwar machen wir heute, Mel. Wir machen heute, es ist ja schon bald Weihnachten, Advent, Samichlaus steht vor der Tür, so ein wie Apero-Board, aber alles auf einem Adventskranz gesteckt. Also wir machen so ganz einfache Apero-Häppchen, die nachher aber auf dem Kranz ganz viel Wirkung haben. Super. Und ich habe noch ein Geschenk für dich, Vivi. Ich habe im 2004 von meiner Selbstständigkeit ein Kochkunstbuch herausgegeben. Ah. Und das überreiche ich dir nachher natürlich noch in frisch. Oh, danke. Und ich will unbedingt noch eine Widmung. Das mache ich dann. Kann man das denn kaufen? Irgendwo? Ja, es gibt noch ein paar Restexemplare, die man über mich beziehen kann. Genau. Oh Wir geben dann nachher noch den Kontakt durch. Genau, das steht dann alles in den Shownotes. Gut, Mel, du bist nämlich diejenige, die ich immer sehe, man kann einen super Newsletter bestellen bei der Mel und sie macht fantastische Mel's Tables, falls ihr noch nicht gehört habt. Und du machst so viel, ich will alles wissen. Ich erzähle dir alles. Super. Genau. Womit fangen wir jetzt an? Mit dem ganz feinen Rindfleisch, das nämlich von Felix Kauf, von der Hochlandrinder in Toggenburg herkommt. Das sind nämlich wirklich Freiland Hochlandrinder, die dürfen auf der Alp sein. Dementsprechend ist halt auch das Fleisch dann mega schön strukturiert. Wir haben auch voraus ein glückliches Leben haben, was mir immer sehr am Herzen liegt. Ja. So mit der Nachhaltigkeit und eben, dass man weiß, woher das Fleisch kommt. Genau, jetzt tun wir einfach kurz Zwiebeln und den Knoblauch, den wir bereits vorgeschnitten haben, hier rein, Fleischbällchen. Weil, wenn man sie roh reingibt, dann, wenn man sie nachher isst, dann kleben dann immer so ein bisschen die Zwiebeln zwischen den Zähnen. Angedämpft sind, dann hat man einfach viel geschmeidigere Masse insgesamt. Wann hast du denn angefangen zu kochen? Also das heißt, wenn du von 19 Jahren das Kochbuch geschrieben hast, Ja. dann machst du das schon richtig lange, nicht nur wie ich 3 Jahre oder so. Nein, also ich habe schon als Kind mit 13 sehr gerne kochen. Meine Mami kommt wie der Felix Kauf, ihr Partner vom Toggenburg, sprich von einer Kappel. Ach so, echt? Ja. Meine Mutter kocht sehr fein, so ein bisschen bodenständige, wirtschaftliche, feine Küche. Und ich habe das Handwerk bei ihr gelernt. Und so habe ich eigentlich autodidaktisch kochen gelernt. Weil mein erster Beruf ist eigentlich, ich bin mal an die Kunstgewerbeschule gegangen. Wir haben dort den Vorkurs gemacht in St. Gallen. Und dann nachher habe ich Textildesignerin gelernt in einem kleinen Atelier. Und durch das habe ich dann nachher visuelle Gestaltung studiert an der HFG in St. Gallen. Habe mich umgeschult und dann eben das Kochkunstbuch rausgegeben. Jetzt geben wir da noch einen ordentlichen Schuss Cognac drin. Das gibt dann noch so ein bisschen einen schönen Geschmack und das Ganze noch mit Fleur de Sel würzen. Ja. Sag stopp. Ja, tun wir einen recht schüch asiatischen halt. Ich koche noch gerne bodenständige, wirtschaftliche Sachen mit einem Touch aus. Ich finde das recht cool. Oder mit dem Buch «The World Cookbook Award» gewonnen. Die was? Mit dem «The World Cookbook Award». Was? Ja, also mit dem Titelcover. Und im deutschen Raum ist es das innovativste Buch gewesen. Dann. Also dann würde ich mich mal schnell beeilen, unten in die Shownotes zu gehen und die letzten Exemplare zu bestellen. Das ist ja fast geschichtsreich. Genau. Super. Und das hat mir dann durch das auch viel PR gegeben, ja. Medienaufruhr, damit ich dann gefunden habe, ich mache mich jetzt selbstständig. Und zwar null Ahnung von Gastronomie. Dann habe ich gefunden, ich bin Private Chef und habe ein Catering. Und habe so angefangen mit dem Job in meiner Zweizimmerwohnung, dort mal am Hegebachplatz im Kreis 7. Habe ich in einer kleinen Küche produziert und bin so zu den Leuten gegangen. Ist das geil? Ja. Ist das cool? Ja, wirklich. Alle Achtung, das muss man erstmal machen, selbstständig. Warte. Du hast vielleicht auch noch ein bisschen Senf.
Selbstverständlich. Das wäre doch super. Rodrige? Ah, das ist aber alles spannend. Also eben der Punkt ist, ich koche eigentlich nie nach Rezept, ich kreiere einfach alles oder ich koche einfach seit Kind aus dem Buch raus. Ja. Und ja, ich mache das einfach. Das nennt man Talent. Ja, und so muss ich mich einfach nicht halten und bis jetzt hat es immer funktioniert. Das ist natürlich gut. Die Datteln hier füllen mit Frischkäse. Weil ganz viele Leute machen Datteln mit machen Datteln im Speckmantel. Aber mit dem Frischkäse wird das Ganze einfach nur so ein bisschen geschmeidiger. Also sprich, es ist dann sicher überhaupt nicht trocken und gibt ihm einfach nur so einen gewissen Touch etwas. Mhm. Also, du nimmst die Dattel, nimmst eine halbe. Ja, ich nehme eine halbe, genau. Das sind zu schon groß. Ja. Und dann der Speck ist eben jetzt gerade auch ein bisschen sehr weich. Ja. Aber du. Wir schaffen das. Und jetzt, warte mal, ich muss einmal so ganz lang. Genau. Und jetzt wickelst du es drum. Genau. Und das wird nachher im Ofen? Nein, das machen wir dann auch in der Pfanne. Auch in der Bratpfanne. Mhm. Das sieht auch gut aus. Wraps mit Tortilla. Ich nehme einmal normal die Weizen und jetzt schauen wir mal, ob das mit einer Vollkorn genauso gut Vivi hat Vollkorn gekauft! Und bitte. Müsste ich das eben in Klarsichtfolie machen wir. tun und dann kann man sie nachher schneiden. Machen wir. Ich mache jetzt 2 Rollen und dann können wir sie nachher angefrieren und dann kann man sie besser schneiden. Ah, schlau. Genau. Mel kann super viel kochen, aber ich habe mir für heute das gewünscht, weil ich bin... So Apero-Spießchen haben immer so eine schöne Wirkung. Man kann mit Farben spielen, man kann saisonal spielen mit den Trauben und es passt einfach gut so dazu. Noch etwas Frisches mit Gemüse oder mit anderen Früchten, Figen, was auch immer. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen Mandarinli-Schnitz, aber man kann auch total Antipasti fahren mit getrockneten Tomaten, mit Oliven. Ein bisschen Landjäger, Salami, Mortadella ist auch möglich, aber man kann es auch ganz vegan machen, nur mit Gemüse natürlich. Oder in den Ananas, was auch immer. Ja, ja, Ananas haben wir mal gemacht. Wir haben einen für Silvester, haben Nicole Gräflein übrigens, mit der ich ja die Paella gemacht habe, und die Hacktätschli und Ceviche und haben wir gemacht. Da haben wir das Apero-Buffet gemacht für das Schloss von Herrn Schwander. Ah. Und da haben wir eine Ananas bestickt und dann haben wir das Schloss, also ein Haus, nachgebaut aus Mett. Früher in den 70ern gab es ja immer den berühmten Mettigel in Deutschland auf den Fotos. Dann hat man einfach einen Haufen Mett oder Tartar genommen und dann Salzstangen reingesteckt, kleine Äugchen mit Oliven gemacht und dann war es halt so ein Igelchen. Ja, Für ein Buffet kommt das immer ganz gut. Eine Melone haben wir noch bestückt. Und das sieht dann halt super aus. Ne? Hast du jetzt, da haben wir jetzt da so ein Apero-Spießchen. Das sieht super aus. Und Mel, was war denn dein liebstes Kindheitsrezept, als du noch nicht die ganze Familie bekocht hast? Oder hast du immer dein Lieblingskindheitsrezept gekocht und die ganze Familie muss es essen? Nein, ich habe Lieblingsrezept, weiß ich nicht so klar, aber ich habe eben auch dann schon immer so ein bisschen Zeug ausprobiert. Einmal indisch, einmal asiatisch und habe aber einfach irgendetwas zusammengekriegt, ganz ehrlich gesagt. Also es hat da nicht so... Nee, oder so als Kind, wenn du nach Hause kommst. So mein Lieblingsessen ist Pizza. Oh. Und zwar... Was denn, wie ein Belag? Feine. Ja, es braucht im Fall so ein bisschen Zwiebelringe, habe ich oft gern. Und ein bisschen Prosciutto, ein bisschen getrocknete Tomaten, Kapern. Einfach einen guten Teig natürlich. Sehr gern. Und nicht allzu viel Mozzarella. Ich habe nicht gerne, wenn es so wirklich so der Käse so überall schwimmt. Mag ich nicht so, nein. Aber, aber ganz ehrlich ist das heute noch mein Lieblingsessen, Pizza. Also wenn ich etwas jeden Tag müsste essen, dann wäre es Pizza. Oh, lecker. Aber so einfach, so schön. Ja eben, es ist wirklich jetzt so, weil wir so viele verschiedene Sachen machen in dieser kurzen Zeit, machen wir so recht einfache Häppchen. Aber die Wirkung nachher auf dem Kranz,
Die hat sicher. Man kann sich natürlich da auch 2 Tage in der Küche sein und Häppchen machen. Das ist ja kein Problem. Geht auch. Ja. Haben wir jetzt aber leider nicht Zeit. Jetzt kannst du noch mit ganz kaltem Wasser noch so ein paar Spritzer machen, dann gehen sie noch ein bisschen schöner auf. What a trick! Genau. Und dann, ja, ich würde sagen, so 10 Minuten schaust du mal rein, oder? Ja, ein Wasser, ein paar Spritze. So. Genau. Ja. Genau. So. 10 Minuten? Ja, genau. Im Normalfall würde man die Wraps natürlich ein bisschen länger stellen, dass man es wirklich gut schneiden kann, dass sie schön rund bleiben. Aber ich glaube... Das läuft doch gut, auch mit Vollkorn. Gut. Ja. Sehen aber gut aus. Mhm. Und was würdest du für einen Wein dazu empfehlen? Also ich als Champagner-Liebhaber, ich würde halt Champagner dazu trinken natürlich. Aber natürlich ein Aperol-Wein, ein trockener Riesling ist sicher auch etwas Tolles. Weil wir haben ja noch recht viele süße Komponenten mit den Datteln. Wir haben den Lachs mit dem Meerrettich Frischkäse, wo ja, muss dann schon harmonieren mit dem Wein, finde ich. Also so etwas, wo halt so ein Riesling würde super passen, genau. Wo so ein bisschen mit allem geht. Und Champagner geht halt einfach mit allem. Absolut, genau. Champagner. Drum. Ja. Dankeschön! Danke auch! Sieht super aus. Mel, was ist denn dein nächstes Projekt? Ich habe ein paar jetzt auch noch so Influencer-Projekte, wo ich mit Käse und Wein zusammen etwas mache. Cool. Aber bei mir daheim, wie du ja angesprochen hast, mache ich einmal die Mel's Table. Mhm. Und der nächste ist, das sieht man da drauf nicht so gut, aber auf meiner Webseite gibt es mehr Informationen, eben auf www.mel-b.ch. Was kann man da erwarten bei dem Champagner-Event? Es gibt ein mehrgängiges Menü, und zwar ein Pairing mit Lancer Champagner. Also es werden wirklich vom Black Label Reserve, Rosé Champagner, Blanc de Blanc, Vintage Champagner alle aufgezeigt. Also, und der Basil Caro, wo Lancer da Schweizer Importeur ist, tut auch recht viel über Champagner informieren. Also es ist nicht man nur, kann was lernen. Man kann etwas lernen, genau. Und man kann gut essen. Also es ist eine total schöne Kombination von Zusammenspiel mit gutem Essen plus Champagner. Nein, Hey, vielen Dank, warst du da, und ich habe ganz viel gelernt. sehr schön. Es sieht doch super aus. Das ist der Hammer. Genau. So, und jetzt probieren wir mal. Schauen, ob das auch schmeckt. Ja, Ciao. bestimmt. Tschüss.